Aus 2 Gründen stellen wir euch heute das heutige Set vor. Erstens mal, weil unsere Mütter so begeistert waren, dass wir endlich Sport gemacht haben, und zweitens, weil Christoph letztens schon die ganze Zeit von der NBA gesprochen hat, obwohl es die NHL war. Deswegen haben wir uns gedacht, warum nicht das Set NBA Challenge auch vorstellen? Genau, ja, also Rita nimmt mir das Wort aus dem Mund. Es haben immer wieder Leute geschrieben, die gesagt haben, mach doch mal ein bisschen mehr Sport und so weiter. Und da haben wir uns gedacht, ja, nichts einfacher als das. Nach Eishockey kommt jetzt Basketball. Genau. Wir haben auch eine wunderbare Anleitung noch hier für euch. Das ist die Setnummer 3432. Ein Set aus 2003 mit 420 Teilen. Ich schwöre euch, ich werde langsam mit den Zahlen der Rita Master. ist die Inkarnation von Bricklink. Wenn du uns jetzt noch sagst, was der 6-Monats-Durchschnittspreis bei einem gebrauchten, vollständigen Set in der EU ist, dann melde ich dich bei Wetten Pass an. Ja, gut. Ja, ich weiß es auch nicht. Ungefähr 60 Euro, glaube ich, kostet das Set heutzutage. Es ist ein bisschen teurer als das Fußballset, aber billiger als Eishockey. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen uns auch das noch an. Wie gesagt, ein Set, wie Rita richtig gesagt hat, aus dem Jahr 2003. Vielleicht kennt ihr das noch. Was ich auf jeden Fall sehr cool finde, ist, wir haben hier wieder die ähnliche oder eigentlich gleichen Bodenplatten wie beim Fußball, nur sind sie hier in Tan. Das heißt, unsere Spieler können sich drehen. Und wir haben hier oben und hier unten so einen Kollegen, der hin und her fahren kann. Die Torwarte sagt man ja beim Basketball nicht dazu, keine Ahnung wie die heißen, die so abwehren, die sind ein bisschen anders. Das ist hier so eine Mechanik, wo man links und rechts, und man kann die auch springen lassen. Das heißt, wenn hier jemand versucht, einen Korb zu werfen, kann man die so in die Luft bewegen. Und das Lustige ist, dass wir in unserem Einkaufszentrum oder ich im Einkaufszentrum eine Figur mal verbaut habe mit diesen speziellen Füßen, und ich mir schon gedacht habe, was ist das für eine komische Lego-Figur, und damals noch nicht wusste, dass das eben Basketballspieler sind. Warum komisch? Weil sie eben so wackeln, weil sie da so Federn drin haben. Genau, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Rita hat vollkommen recht, das sind spezielle Minifiguren, die haben Federn in den Beinen. Warum das so ist, zeigen wir euch gleich. Die können dann den Ball so aufheben und können den dann so nach vorne schnipsen. Es sind aber nicht nur die Beine speziell, sondern auch die Arme. Die sind ein bisschen weiter gefasst und die Hände sind anders und die rasten so in der Mittelposition im 90-Grad-Winkel ein. Also man kann sie auch nach unten und nach oben geben, aber wenn sie so mittig sind, dann rasten die so ein. Das ist auch speziell eben, damit sie den Ball aufheben können. Halt deine Figur nochmal in die Kamera. Das war auf jeden Fall die Zeit, in der Lego das erste Mal richtig mit coolen Gesichtsausdrücken auf den Markt gekommen ist. Es gab, genau, die Frisuren sind auch sehr cool. Es gab dann auch sehr viele lizenzierte Spieler. Also man konnte sich dann... Das meine ich. Ich war da. Dann war ich hier. Es gab dann auch ähnlich wie beim Fußball so Minifiguren-Sets, wo man zum Beispiel von den Dallas Mavericks oder von anderen, Rita hält den Ball in die Kamera, da gab es auch noch ein paar andere Varianten davon. Man konnte sich also seine eigene Basketballmannschaft zusammenstellen. Hier die klassische NBA Challenge hat neutrale Figuren, ein rotes Team und ein violettes. Ja. Es gibt, bevor wir jetzt mit dem Spielen beginnen, dann noch 1, 2 Kleinigkeiten, und zwar hier relativ diese großen Slopes, die auch für die Bahnübergänge verwendet werden, sind exklusiv in diesem Set in Blau erhältlich gewesen. Die sind gar nicht so leicht zu bekommen. Von der Unterseite sieht es so aus, also es ist relativ stabil, wie ihr seht, man kann es ohne weiteres aufheben. Dann sind hier und auf der anderen Seite dann noch so kleine Tribünen, wo man Zuschauer hinsetzen kann. Tribünen, und man kann ja auch die Punkte anzeigen. Genau, und wir haben hier ein Set in sehr gutem Zustand. Das sind auch die Aufkleber hier bei diesen kleinen Fähnchen noch komplett. Vielleicht kennt ihr das vom Fußball. Oh, die großen Händen geht das nicht so leicht. Also das Match geht so weit, bis einer 5 Körbe geworfen hat. Und
ich muss sagen, mir gefällt eigentlich ich hatte dieses Set ja auch damals als Kind neu bekommen. Das war so ziemlich eines der letzten Sets, die ich bekommen habe, bevor ich in meine fatalen Dark Ages gefallen bin. 2003, das war dann so die Zeit, da gab es noch 1, 2 Star Wars Sets und dann war es mehr oder weniger vorbei. Aber ich hatte dieses hier und ich zeige es euch dann auch gleich in der Anleitung. Hier ist noch die Schachtel, wenn ihr die anschauen wollt. Also wirklich ganz cool gemacht eigentlich. Die Lego Sports Reihe war ja in dieser Zeit sehr groß. Es gab dann auch noch Skateboard und es gab noch Snowboard, genau, wollte ich gerade sagen. Also auch diese Island Extreme Serie. Und ja, es wurde dann aber immer weniger. Von Fußball sah man dann ein bisschen mehr noch und von Basketball schon weniger und Eishockey war dann wirklich die Rarität. Was ich euch noch zeigen wollte, man kann dieses Set hier so aufbauen, wie wir es jetzt gemacht haben. Das ist der klassische Aufbau. Und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, es gab noch ein paar kleinere Sets dazu. Also hier wird nochmal erklärt, wie das funktioniert mit dem Spielen. Und es gab dann noch ein paar kleinere Sets dazu, zum Beispiel hier eine Anleitung hier mit diesem kleinen Set, wo man so danken kann. Der Kollege hier ist also auf so einer Stange angemacht und da kann man dann wenn man zum Beispiel den einen, ich nenne ihn jetzt mal Korbwart, rausgibt, kann man das Set auch upgraden, dass man dann so spezielle Sachen machen kann. Oder es gab dann auch so eine kleine Geschichte, wo man so mit einem Aufziehrad so eine Automatik steuern konnte. Ich glaube, das ist das hier. Das heißt, man hat da aufgezogen wie bei einem Aufziehauto und dann ist ein Spieler immer so gesprungen und der andere hat versuchen müssen, einen Korb zu werfen. Das heißt, auch das kann man hier in das große Basketballfeld integrieren. Hier seht ihr nochmal ein cooles Bild von allem, was es damals gab. Der Katalog ist noch in sehr gutem Zustand, deswegen spiegelt er so. Also auch diese Kollegen aus dem Eishockey, die haben wir vergessen zum Einblenden beim letzten Mal. Aber lustig, irgendwie schauen die da vorne auf auf dem Bild aus, wenn es rot und blau wäre, das Team, und nicht rot und violett. Aber gut. Das stimmt allerdings. Vielleicht entweder ist der Katalog doch schon ein bisschen vergilbt und ist von den Farben her nicht mehr so schön. Aber ich glaube, das sind die originalen Spieler, weil stimmt, da sind sie violett. Hier sind sie auf jeden Fall nochmal in Violett drauf. Schräg. Und jetzt kommen wir dann also zum spaßigen Part. Zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Ist hoffentlich bei dir auch auf 0. Wir spielen jetzt eine kleine Runde Basketball und würden sagen, Rita hat den Ball oder ich bin violett und du bist rot. Du hast den einzigen Spieler mit einer Frisur. Das Einzige, was wir nie gewusst haben, ist, wie das Spiel beginnt. Ich glaube, man wirft den Ball einfach ungefähr in der Mitte hinunter. So haben wir es auf jeden Fall immer als Kinder gespielt. Wenn es anders geht, dann sagt es uns. Augen zu. Wir sind die Profis. Und dann, wobei ich in meiner Kindheit ganz gerne Basketball gespielt habe. Und dann sehen wir schon, dass ich den Ball habe. War ja so also klar. ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Man schnappt sich den Ball so ähnlich wie beim Fußball. Das zeigen wir euch auch noch übrigens. Dann bückt sich der Spieler und beim Fußball hebt nimmt das den Ball nicht auf. Mit den Händen. Also, nein, darf er ja nicht, sonst begeht er sofort ein Foulspiel. Das heißt, er hat den Ball dann so cool in der Hand und dann dreht man ihn in Richtung Korb und Rita versucht hier den Korb abzuwenden, was natürlich nicht funktionieren wird. Aber habt ihr gesehen, wie er geflogen ist? Und jetzt hat leider Rita den Ball. Ja. Ui. Und sie hat einen Pass gemacht, leider zum besseren Spieler hier vorne. Und das Team Violett versucht jetzt mit aller Gewalt hier den... Wie wenn er Ich weiß es nicht, was da immer passiert. Rita 1, so hüpfen. Christoph 0. Das ist immer dasselbe. Ja, jetzt habe ich aber den Ball, weil Rita einen Korb geschossen hat. So, jetzt reicht's mir. Das darf nicht so ausgehen wie beim Eishockey. Ich sag's euch. Okay. Danke dafür. Ein Pass zu mir. Ich finde das sehr gut. Also ich traue mir jetzt noch keine Bewertung abgeben, ob das Spaß... War das ein Korb? Nein. Nein. Gott sei Dank. Ob das spaßiger ist als das Eishockey, kommt darauf an, ob ich hier gewinne oder verliere. Es ist nicht so schwierig. Den habe ich jetzt zum Beispiel sehr schön abgewehrt, aber jetzt ist Rita natürlich hier in der perfekten Position und hat den Ball hier mit dem Spieler direkt vorm Korb, aber ich habe ihn abgewehrt. Jetzt hat sie ihn wieder.
Zu wenig. Vielleicht ist ihm Moment, ich glaube, ihm ist der Ball ein bisschen zu weit nach unten gerutscht. Okay. So, jetzt hat er ihn gut. Bitte kein Korb. Oh! Aber immer ich habe den Ball. Ich finde das super, das Spiel. Das finde ich nicht gut. Das ist beim Eishockey ein bisschen anders. Da spielt man, jetzt ist der Ball auch, es kann sein, dass die ein oder andere Hand nicht optimal ausgerichtet ist. Und ich kann überhaupt nichts tun, außer mich hier wehren, dass Rita keinen Korb schießt. Was hoffentlich... So. Jetzt reicht's. So. Konzentration. Ich rede jetzt mal kurz nicht mehr. Nein. Red weiter. Unterhalt bitte unsere Zuschauer. Wann ist das Set genau nochmal herausgekommen? Wäre jetzt meine Frage gewesen, aber gut. Es kann sogar der Torwart schießen. Oh, und ins Out. Dann bekomme ich hoffentlich den Ball und schieße jetzt noch einen Korb. Es wird nichts. Ich sag's dir, wie es ist. Es wird nichts. Ich bin ein wenig außer Übung. Übung. Und das war Punkt Nummer 2. Willst du wirklich weiterspielen? Ich glaube... Wir beenden das Video jetzt. Also, ja, kauft euch dieses Set nicht. Es macht nämlich keinen Spaß. Es ist das Geld auf jeden Fall nicht wert. Außer ihr spielt gegen Christoph, dann kauft es euch. Und ja, wenn ihr unser Set haben wollt, wir geben es billig ab. Wir brauchen es nämlich nicht mehr. Nein, Spaß beiseite. Das Set steht schon seit einiger Zeit in unserer Stadt. Ja. Wir haben uns gedacht, wir schnappen es uns mal, damit wir es euch zeigen können. Wenn ihr auch Interesse an Fußball habt, dann schreibt uns auch das. Dann zeigen wir euch Fußball auch noch. Und dann haben wir... mache ich Christoph auch im Fußball fertig. Nein, da wird es hoffentlich anders ausgehen. Oder ich stelle das Set auch nicht mit dir vor oder wir stellen es vor, aber spielen nicht. Also. Das wäre auch möglich. Ja, das war ein kleiner Einblick in die Welt des Lego-Basketballs, eine andere Zeit. Ja. Und wie ihr seht, es gibt Leute, denen macht das Spiel sehr viel Spaß. Es gibt welche, die können sich da nicht so anfreunden. Ich weiß nicht, so ganz besonders gefallen hat mir das Spiel jetzt nicht. Nein, es ist ein wirklich nettes Spiel und ich kann mich auch damals noch erinnern, dass wir sehr viel Lego Basketball gespielt haben. Fast ein bisschen mehr noch Lego Fußball, aber auch das ist ein sehr nettes Set und ja, ich finde, es sind coole Teile verbaut. Bitte schreibt in die Kommentare, dass wir Fußball auch noch spielen. So schnell nicht. Also jetzt reicht's wieder mal mit dem Sport. Ich muss mich jetzt wieder mal ein bisschen ausrasten. Und ja, also, was sind deine abschließenden Punkte dazu, außer dass du gewonnen hast? Ein wunderbares Set, muss ich sagen. Es macht einfach sehr viel Spaß und es passt wunderbar in unsere Stadt. Ich bin schon gespannt, denn wir haben ja vor, dass wir vielleicht diese Tribünen etwas erweitern, wenn wir es in die Stadt geben, denn derzeit steht sie einfach nur so hier. Ich wollte euch nur das Set nochmal im Detail zeigen, während Rita redet, aber ich habe es fast ein bisschen demoliert. Also hier nochmal für euch in der Gesamtaufnahme. Von dem her sieht es echt cool aus. Und es macht Spaß und es ist irgendwie noch einfacher zum Bedienen, als das Eishockey war. Von dem her, man ist einfach schneller drinnen, es ist nicht so schwierig und mir gefällt es auch, ja. Und was ich total cool finde, es ist einerseits total super zum Bespielen. Also es macht Spaß, das wieder mal herauszuholen und ein Match zu machen. Und es sieht aber so auch cool aus. Da merkt man wieder, dass Christoph die Kamera gekauft hat, denn die Kamera hat gesagt, sie kann das nicht mehr mit ansehen und hat sich einfach ausgeschalten, aber so nicht. Wir wollen schon meinen Triumph auch ein bisschen auskosten. Ich habe absichtlich ausgeschaltet, weil ich das nicht mehr ertragen konnte. Wo wir eigentlich waren, ist wir haben gesagt, dass das so an sich, das Set auch sehr cool ist, auch wenn man es nicht bespielt, weil es einfach sehr cool ausschaut. Wobei sie natürlich auch ein bisschen lustig aussehen, die Figuren irgendwie so zombie-mäßig, wenn sie alle mit den erhobenen Händen herumgehen. Aber gut, das ist natürlich klar. Die könnte man sonst aber vielleicht irgendwie hinunterklappen, weil du hast ja gesagt, das geht auch hinunter, wenn man es wirklich nur aufstellt und nicht bespielt. Aber ansonsten sehr cooles Set. Ganz richtig. Die Leute, die schon unsere Stadt gesehen haben, sagen immer wieder, das ist total cool, das Basketballfeld, es sieht schön aus. Mhm. Das unterschreiben wir. Oh ja. Und wir haben uns gedacht, wir glauben jetzt die ein oder andere
Rarität mal aus unserer Lego-Stadt oder unseren Archiven heraus und da war auch dieses Basketballfeld dabei. Genau. In dem Sinne bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer bitte schreibt in die Kommentare, dass wir Fußball spielen. Und schreibt uns lieber in die Kommentare, ob ihr dieses Set oder ein anderes Basketballset auch gehabt habt. Vielleicht spielt ihr auch eine Runde, vielleicht sogar richtiges Basketball. Habe ich gehört, es gibt auch Leute, die sich sowas machen. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Demnächst kommt hoffentlich auch wieder mal ein Eisenbahnvideo, will ich schon seit längerer Zeit machen, aber Rita hindert mich irgendwie immer dran. Aber keine Sorge, Freunde, ich habe nicht vergessen, auch mein Herz schlägt für 9-Volt-Eisenbahnen und da wird sicher wieder mal etwas demnächst dazu kommen. Versprochen. Auf jeden Fall. Ja. Bis demnächst und tschüssi. Tschüssi. Stopp, ein kleiner Nachtrag noch. Ich wollte euch eigentlich diese lizenzierten, Rita sieht man nicht, aber sie sitzt noch hier, diese lizenzierten Basketballer zeigen. Hier seht ihr nochmal eine kleine Übersicht von allen, Chicago Bulls und den Celtics und den Warriors und so weiter. Also hier habt ihr nochmal eine Übersicht, was es da alles gab an so Team-Packs und das war sehr cool. Die hatten wir allerdings leider gar nicht. Wir wissen auch gar nicht, ob es die bei uns gab oder ob die nur in Amerika verfügbar waren. Das wäre allerdings auch interessant. Keine Ahnung. So viel dazu. Auf Wiedersehen.